An die Spitze der AfD-Hasser hat sich ein CDU-Politiker aus Sachsen gestellt, Marco Wanderwitz, ehemals direkt gewählter Bundestagsabgeordneter aus Chemnitz. Herr Wanderwitz fiel einst als einer der wenigen Bundestagsabgeordneten auf, der sich gegen die Veröffentlichung von Nebeneinkünften von Abgeordneten aussprach. Materielle Abhängigkeiten von Abgeordneten sollten für die Bürger unsichtbar bleiben. Zur Bundestagswahl 2021 verlor Herr Wanderwitz dann sein Direktmandat deutlich gegen einen Kandidaten der AfD. Eine Niederlage, die er wohl bis heute nicht verkraftet hat. Hey Leute, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, dass die CDU die AfD verbieten will. Und das Krasseste, sie macht gemeinsame Sache mit der Antifa. Marco Wanderwitz, der Typ, der uns Ostdeutsche als undemokratisch beschimpft hat, führt diesen Feldzug an. Jetzt arbeitet er mit den linken Extremisten, um die AfD zu stürzen. Klingt wie ein schlechter Film, oder? Aber genau das passiert gerade. Ihr wollt wissen, wie tief das Ganze geht? Bleibt dran, es wird schockierend. Auf geht's! Post aus Sachsen. Die Sonntagskolumne von Jörg Urban. Liebe Freunde, liebe Zuhörer, Sie lassen nichts unversucht, um Ihren ärgsten politischen Gegner, uns die AfD, aus dem Weg zu räumen. Die Altparteien schaffen es seit Jahren nicht, die AfD mit Argumenten zu besiegen, weil sie keine guten Argumente haben. Und nun kommen Teile der CDU, auch aus Sachsen, auf die Idee, ein Verbotsverfahren gegen die AfD könnte die Lösung ihres Problems sein. An die Spitze der AfD-Hasser hat sich ein CDU-Politiker aus Sachsen gestellt, Marco Wanderwitz, ehemals direkt gewählter Bundestagsabgeordneter aus Chemnitz. Herr Wanderwitz fiel einst als einer der wenigen Bundestagsabgeordneten auf, der sich gegen die Veröffentlichung von Nebeneinkünften von Abgeordneten aussprach. Materielle Abhängigkeiten von Abgeordneten sollten für die Bürger unsichtbar bleiben. Zur Bundestagswahl 2021 verlor Herr Wanderwitz dann sein Direktmandat deutlich gegen einen Kandidaten der AfD. Eine Niederlage, die er wohl bis heute nicht verkraftet hat. Denn seitdem führt Herr Wanderwitz einen regelrechten Feldzug gegen unsere Partei. Es gelang ihm schließlich, 37 Abgeordnete aus dem Bundestag hinter sich zu bringen. Im November soll nun sein AfD-Verbotsantrag in den Bundestag eingebracht werden. Herr Wanderwitz und seine wenigen Mitläufer haben sich in Vorbereitung zu dem Verbotsantrag allerdings offenbar auf ein linksradikales Geflecht aus Organisationen und Vereinen gestützt. Viele davon stehen sogar unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, was bei linken Vereinen durchaus etwas bedeutet. Eine AfD-Verbotspetition mit 870.000 Unterschriften wurde in übergroßer Zahl von genau diesen Organisationen gesammelt, berichtet nun Apollo News. Die Unterschriften wurden diese Woche an Herrn Wanderwitz übergeben. Zu den eifrigen Sammlern gehört unter anderem auch die, Zitat, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ein Verein, der bis 2023 regelmäßig in den Berichten des Bayerischen Verfassungsschutzes auftauchte und der eine Zeitschrift mit dem Titel Antifa herausbringt. Das Finanzamt Bayern hat diesem Verein inzwischen die Gemeinnützigkeit entzogen. Die offensichtlichste Querverbindung zwischen dem CDU-Bundespolitiker und Linksextremisten zeigt sich auch im Entwurf des Verbotsantrages, über den Herr Wanderwitz den Bundestag abstimmen lassen möchte. Unter anderem wird darin auf die berüchtigte Geheimplanrecherche von Correctiv verwiesen. Von, Zitat, investigativen journalistischen Recherchen ist die Rede. Diese hätten belegt, dass bei einer Konferenz in Potsdam illegale Pläne zur millionenfachen Remigration auch von deutschen Staatsbürgern entwickelt worden wären. Heute wissen wir, dass diese Geschichte eine Räuberpistole der übelsten Art und Weise war und ist.
Für Herrn Wanderwitz spielt es keine Rolle, dass die Unwahrheit der Korrektivinszenierung inzwischen in jeder Zeitung stand. Das Bild von der bösen AfD passt zu gut in seine Verbotspläne. Wir erinnern uns, Herr Wanderwitz hat uns Ostdeutsche mehrfach übel beschimpft. Wir seien Menschen, die auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen seien. Zudem habe ein Teil der Ostdeutschen gefestigte, nicht demokratische Ansichten. Und dieser angebliche Demokratieverteidiger Herr Wanderwitz stützt sich nun, wenn auch indirekt, in seinem persönlichen Rachefeldzug gegen die AfD auf linksradikale Gruppen, deren mangelndes Demokratieverständnis nur zu oft durch Gewalt gegen Polizisten, Unternehmen oder Politiker sichtbar wird. Der angebliche Demokratieverteidiger von der CDU verbündet sich mit der Antifa. Wir, die AfD, stehen zu unserem Grundgesetz. Wir stehen zur gewaltfreien politischen Auseinandersetzung. Wir stehen zur Demokratie und wir stehen zur Freiheit. Und weil das so ist, wird dieser Verbotsantrag scheitern. Die AfD erreicht in Ostdeutschland rund 30% der Wähler und es werden immer mehr. Eine starke und wachsende Oppositionspartei erst mit Lügen und Hetze zu überziehen, um sie dann verbieten zu können, das kannten wir bisher nur aus autoritär geführten Diktatoren. Wir werden auch diesen Angriff überstehen und gestärkt daraus hervorgehen. Bis nächsten Sonntag, Ihr Jörg Urban. Tja, Herr Wanderwitz, wie ein kleiner Spitz hängst du an den Waden und versuchst, uns im Osten vorzuschreiben, wie wir zu denken haben. Wer hat denn dir das Recht gegeben, über uns zu urteilen? Ausgerechnet die AfD hat dir gezeigt, wo der Hammer hängt. Du dachtest, du könntest uns mit deinen hochmoralischen Sprüchen und deinem selbstgerechten Gehabe einschüchtern. Denkste, dein Versuch, die AfD mit einem Verbotsantrag zu stoppen, ist wie ein kleiner Hund, der einen großen Wolf anknurrt. Vielleicht solltest du mal einen richtigen Beruf lernen, denn so bleibst du immer nur ein kleiner Wadenbeißer, der sich an den Wänden festklammert, während die echte politische Arbeit draußen stattfindet. Und mal ganz ehrlich, wenn du so weitermachst, wirst du bald im Schatten stehen, während wir Ostdeutschen unseren eigenen Weg gehen. Wir lassen uns von dir und deiner Klientel nicht vorschreiben, was wir zu denken oder zu fühlen haben. Vielleicht würdest du besser abschneiden, wenn du dir ein paar echte Argumente anstatt dieser lächerlichen Verbotsfantasien einfallen lässt. Mach weiter so, vielleicht gibt's ja bald einen Platz als Maskottchen für die CDU. Und wir wissen ja, das passt zu deinem Bild. Also Leute, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, zu liken und vor allem zu kommentieren. Eure Meinung zählt. Was haltet ihr vom Wanderwitz und seinen unsinnigen Vorhaben? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Die Kreuze klar für